So, meine Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Den geilsten Fehler, den ich eigentlich seit Jahren kenne, würde ich euch heute mal präsentieren, und das ist powered by Microsoft. Und ja, es ist wieder mal faszinierend, wie qualitativ hochwertig doch ein Betriebssystem sein kann. Und zwar geht es um folgendes Problem, dass sich das WLAN alle 5, 10, 15 Minuten automatisch trennt und nicht wieder verbindet. Man muss dann die Verbindung erneut wiederherstellen. Man muss also quasi unten auf sein WLAN-Symbol klicken, das schaut dann so aus. Hier seht ihr das nochmal. Dann kann man seinen Router wieder auswählen und dann muss man meistens noch das Kennwort dazu eingeben. Spätestens in diesem Moment sollte euch bewusst werden, dass hier etwas nicht stimmen kann, weil das Kennwort ja eigentlich gespeichert sein sollte. Wir haben also schon das Problem gehabt, dass wir wirklich Windows-Maschinen zurücksetzen mussten, um dieses Problem zu beheben. Erstmal eine Zusammenfassung, wann das Problem überhaupt auftritt. Dieser Fehler taucht auf, wenn ihr in der Regel euren Router getauscht habt. Der Normalsterbliche bekommt davon eigentlich nichts mit, bei dem passiert der Fehler eigentlich selten. Weil, wenn der Router von euren Anbieter ausgetauscht wird, Vodafone, Telekom, was es da nicht so alles gibt, dann bekommt ihr einen neuen Router und der hat in der Regel auch eine neue SSID. Die SSID ist der Name, unter dem euer WLAN-Router in der ganzen Liste der WLAN-Router erkennbar ist. Jetzt, wenn ihr aber ein bisschen ein besseres Netz habt und ein bisschen einen tolleren Router, oder ihr habt euren Router zum Beispiel umgebaut auf OpenWRT, also bei OpenWRT ist mir das Problem eigentlich auch nicht bekannt. Dann kann es durchaus sein, dass ihr den Routernamen nicht ändern wollt oder nicht ändern könnt. Das heißt, dass ihr dieselbe SSID verwendet, allerdings mit einem anderen Router. Das funktioniert auch, ich würde mal schätzen, 50 bis 75%, dass das einfach so funktioniert. Man muss auch in der Regel die Arbeitsplätze am WLAN, seine Miner, seine Smart Home Geräte nicht neu anmelden, die übernehmen das alles, loggen sich ein und der Käse ist gespitzt. Jetzt kann es aber auch wirklich ganz dolle kommen, und das betrifft dann witzigerweise alle Windows-PCs, dass sie ihre Internetverbindung nach einer gewissen Zeit einfach trennen und auch nicht wiederherstellen. Du musst sie manuell wiederherstellen und dein Kennwort eingeben. Den Test, ob das wirklich nur ein Windows-Problem ist, kannst du einfach machen, indem du einen Mac dranhängst. Oder ob du dein Handy einfach mal beobachtest, das hat meist Android oder dann halt iOS. Da habt ihr das Problem dann wahrscheinlich nicht. Die bleiben nämlich dann online. Und spätestens hier weißt du, das ist das Problem, hier ist mein Fehler. Ja, also wenn ihr dieses Symbol verschwindet und gegen das hier kommt, kein Dings, und es kommt regelmäßig auch nach einem Neulogin, dann müsst ihr einfach nur Folgendes machen. Ihr geht in euren Router, ruft eure Konfigurerseite für WLAN auf und jetzt habt ihr hier oben die WLAN-Name SSID, das heißt, so wird euer Router in der Liste der Netzwerke, wo auch der Nachbar mit drin steht, ausgewiesen. Daran erkennt ihr den. Den ändert ihr ab. Speichert das Ganze und dann sollte die Kiste funktionieren. Und das müsst ihr halt bei jedem Windows-Rechner machen. Die WLAN-Verbindung halt dann neu herstellen. Also ihr habt dann quasi den WLAN-Namen geändert. Der Rechner kann sich nicht mit dem alten WLAN verbinden und bleibt dann quasi mit diesem Symbol keine Internetverbindung bei euch stehen. Dann stellst du die Internetverbindung wieder her, indem du hier unten wieder auf dein WLAN-Symbol klickst, wählst dein Netzwerk aus mit der entsprechenden SSID, die du vergeben hast, und stellst durch Eingabe des Kennworts dann die entsprechende WLAN-Verbindung her, und gut ist die Geschichte. So einfach ist das Problem zu lösen. Sollte das Video geholfen haben, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig, und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du generell Probleme bei der Umsetzung oder Nachvollziehen des Videos haben, das Problem nicht beheben können oder für andere Dinge oder Probleme Hilfe benötigen, die KSC ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, da werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde.
Das Ganze läuft Auftrag gegen Arbeit und Rechnung. Und gut ist die Geschichte. Kein Abo, keine Vertragsbindung, keine Haken, Ecken und Ösen. Dann dieser Kanal finanziert sich natürlich selber oder sollte er, tut er aber nicht. Also wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, wenn ihr die Arbeit wertschätzen wollt, die meine private Freizeit hier reinsteckt, um diese Videos zu erstellen, dann könnt ihr gerne unten auch in der Videobeschreibung den verwendeten Spenden-Link anklicken und da euch erkenntlich zeigen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.